Hallo zusammen, ich bin Adel der Reisende und ich reise mit meinem Camper und meinen zwei Hunden, Buddy und Gordy, durch Europa. Aktuell bin ich in Griechenland oder immer noch. Ich weiß auch nicht, ob ich hier bleibe. Kann auch sein, dass ich hier bleibe, weil es mir so gut gefällt. Ich möchte heute über das Thema Berufung sprechen und wie ich zu meiner Berufung gefunden habe. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie jetzt gefunden habe. Und ich möchte euch das erzählen, wie ich darauf komme und wie ihr auch selber eure Berufung eventuell finden könnt, durch meine Erzählung inspiriert werdet und da Ideen bekommt, da nachzuschauen, was in eurem Leben so gelaufen ist und wie ihr geführt worden seid, was für Talente ihr habt und so weiter. Aber ich kann mal ganz kurz zeigen, wo ich hier bin. Oder ich zeig mal kurz, wo ich hier bin. Empfange. Leider ist die Sonne schon hinter diesen dicken Wolken. Das hätten wir einen schönen Sonnenuntergang heute gehabt. Den wollte ich euch eigentlich zeigen, deshalb habe ich heute später das Video gedreht. Ich stehe da oben und ja, hier ist ein schöner Strand. Hier Gordy, mein Hund. Und das ist der Buddy. Ja! Ja, ich laufe heute mal wieder rum mit euch, weil der Wind hat sich gelegt und es ist etwas wärmer mit 10 Grad geworden. Also es war schon frisch in den letzten Tagen. Gut, also ich fange mal an. Ich habe so viele Gedanken im Kopf bekommen heute Morgen, als ich aufgestanden bin. Habe mir das aufgeschrieben, aber ich muss das frei machen, weil sonst ist es einfach zu abgelesen, sage ich mal. Also ich mache das lieber so. Ich muss auch nicht alles erzählen, was mir eingefallen ist. Ich habe da echt ein DIN A4-Blatt wahrscheinlich geschrieben. Aber ist gar nicht so wichtig. Wo fange ich an? Wo fange ich an? Ich fange einfach bei YouTube an. Ich habe festgestellt, ich habe vor 4 Monaten mit dem YouTube-Kanal begonnen und habe über meine Reise erzählt, über mein neues Leben. Und dann habe ich immer mehr mich geöffnet, habe dann erzählt, warum ich ausgestiegen bin aus Deutschland raus, alles verlassen habe. Und dann fing das langsam an, dass da größeres Interesse kam, mehr Follower. Und als ich dann mit dem Thema, also mit den spirituellen Themen angefangen habe, Selbstliebe, Urvertrauen und so weiter, auf einmal ging das ab. Und ich habe diese Resonanz von den Menschen gespürt, die da kommentiert haben. Also das war einfach die Bestätigung für mich, spirituelle Themen mehr und mehr zu teilen. Aus meinen eigenen Erfahrungen meine Erkenntnisse zu teilen. Weil das ist einfach nah am Leben und da habe ich einiges mitzuteilen und oder zu teilen und die Menschen zu inspirieren. Und ich habe festgestellt, ich bin ein Mutmacher oder ich kann Motivator. Also das mache ich mein Leben lang ja schon und das macht mir auch Spaß, also Menschen zu helfen und Mut zu machen. Ja, ich habe so tolle Kommentare von Menschen bekommen, die wahrscheinlich viel spiritueller sind als ich. Heiler oder selber, also Life-Coach, ich könnte mich auch als Life-Coach bezeichnen, ich habe es aber nicht gelernt. Oder andere, also Schamanen oder sonst was. Ich fühle mich so geehrt, dass ihr mir folgt und
anscheinend habe ich doch irgendwas mitzuteilen. Und das Universum, sage ich immer, also, oder der liebe Gott oder wie auch immer, der hat mich halt dahin geführt. Und das erkenne ich jetzt, weil erstens macht es mir Spaß, zweitens kriege ich so viele neue Follower, drittens kriege ich so viele nette Kommentare. Also das ist auf jeden Fall die Bestätigung für mich. So, das ist das eine. Dann habe ich mich natürlich mit ein paar Sachen beschäftigt in meinem Leben und mich selber analysiert, meinen Weg. Und der bestätigt mir das auch nochmal. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Numerologie meine Lebenszahl mir anschaue, da bin ich eine 11. Eine 11 ist auch eine 2, aber die 11 wird auch gewertet. Und zwar ist das eine Meisterzahl. Und die 11 ist ein spiritueller Lehrer, in Kurzfassung gesagt. Und ich sehe mich mittlerweile auch als einen. Also ich hätte es mir eigentlich nie erträumt, dass ich einer bin. Aber ich bin einer. Und das erkenne ich jetzt immer mehr. Und die 2 steht eher so für Partnerschaft, Community-mäßig, so diplomatisch. Jemand, der gerne Kontakt mit Menschen hat. Und das bin ich auch. Und mir ist aufgefallen, ich möchte den Kontakt mit den Menschen haben, die Interaktion. Und deshalb beantworte ich auch hier den Kommentar auch. Und ja, ich sehe mich jetzt nicht als einen irgendwie, ich sehe mich als einen von euch. Ja? Wir sind alle gleich. Ich bin jetzt nichts Höherwertiges oder sonst was, weil ich jetzt auf YouTube bin. Weil ich sehe mich so als einen Freund. Oder ich sehe euch als Freund oder Freunde. Und manche wollen mich sogar kennenlernen. Oder kommen hier nachgereist, jemand, der in Griechenland ist. Die Hunde spielen. Da geht's ja. Oh, das war aber jetzt zu hart, Gordi. Ja. Boah, da komme ich ja gar nicht nach, ey. Ihr zwei. Na egal. Jetzt kommt die Sonne nochmal durch hinten im Horizont. Aber nicht so grandios jetzt heute. Ja, was wollte ich sagen? Na, jetzt bin ich raus. Ja, Freunde. Ich bin eine 11 und das hatte ich halt im Hinterkopf. Spiritueller Lehrer. Ja? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Aber das hat sich dann so entwickelt, als ich dann diese Videos hochgeladen habe über Selbstliebe und Ängste und Urvertrauen. Die sind so abgegangen und das hat mir das Universum einfach bestätigt, dass ich da weitermachen soll. Und es macht mir auch viel mehr Spaß, als jetzt die ganze Zeit zu zeigen, ja hier guck mal, hier bin ich an dem nächsten Strand und hier und da. Das ist auf Dauer auch langweilig. Ich habe ja einige Erkenntnisse, die ich teilen kann und möchte Menschen auch damit Mut machen. Mut ist auch so eine Sache. Mein zweiter Vorname ist André. Ich heiße André Adel oder Adel André jetzt. Oder Adel, ich nenne mich jetzt auf jeden Fall nur noch Adel, weil das besser passt. Der André ist der aus der konventionellen Welt, also in meinem vorigen Leben, also in dem jetzigen Leben natürlich, aber meine ersten, oder mein Erwachsenenleben, sage ich mal, bis jetzt. Und der Adel, der ist jetzt diesen freieren Weg jetzt wählt. Der André, der Name André steht für Mut. Auch sehr interessant zu sehen. Ja,
Was noch? Wenn du für dich null Ahnung hast, was du machen kannst, ne? Also was deine Berufung ist, sage ich mal, deine Aufgabe, deine Mission, was du beitragen kannst zum Wohle des Ganzen. Das ist immer zum Wohle des Ganzen eine Berufung und nicht für sich. Das ist ja sonst das Ego, das Geld verdienen will oder sonst was. Ich mache es nicht dafür. Ich habe genug angespart, dass ich so leben kann und vorgesorgt, sage ich mal. Natürlich, so ein zweites Standbein schadet auf jeden Fall nicht. Aber ich bin jetzt nicht darauf angewiesen und deshalb mache ich das jetzt aus freien Stücken, weil es mir Spaß macht. Ja, da ergeben sich natürlich andere Möglichkeiten, besondere Menschen kennenlernen. So, darum geht es mir. So, was noch? Also ich habe auch damals mir überlegt, warum habe ich Maschinenbau studiert. Okay, dann habe ich jahrelang in der Automobilbranche gearbeitet, in der Entwicklung, quasi als Projektingenieur. Und was habe ich da gemacht? Integration nannte sich das. Ich habe Menschen zusammengebracht. Ich habe so eine Schnittstellenfunktion gehabt. Viel Kommunikation, das ist auch interessant. Aber auch Koordination, Menschen zusammengebracht, um ein bestimmtes Problem zu lösen oder bestimmte Entwicklungen voranzutreiben. Und dann ist mir da aufgefallen, im Privaten habe ich das auch gemacht. Und zwar habe ich fremde Leute an ein Lagerfeuer zusammengebracht, südlich von München, wo ich gewohnt habe. Und ja, die haben mir dann gesagt, ja, also was du jetzt gemacht hast, hast du ja, also was du bei deinem letzten Job gemacht hast, das machst du jetzt hier auch, Menschen zusammenbringen. Ah, okay, interessant. Aber ich habe das nicht als meine Berufung angesehen. Erst als ich später nach Hause lief, ja, im Dunkeln, sage ich mal, bei klarem Sternenhimmel, habe ich mich gefragt, so, ja, was ist eigentlich meine Berufung? Dann habe ich laut gedacht, ja, da kam der Gedankenblitz. Menschen zusammenbringen, kam dann. Und in dem gleichen Moment kam eine Sternschnuppe. Und ich hatte Gänsehaut bis zu den Zehenspitzen. Und das war für mich auf jeden Fall ein Zeichen. Und ich war mir sicher, das ist die Berufung. Jetzt habe ich das mit YouTube angefangen. Da hat sich noch herauskristallisiert, okay, ich bin ein Mutmacher. Okay, ich kann Menschen helfen, aus der Angst zu kommen, indem ich vorlebe, indem ich zeige, was ich mache oder aus meinen Erfahrungen erzähle und auch aus meinen spirituellen Erfahrungen erzähle mit göttlicher Führung. Und das kann Menschen helfen, halt auch ins Vertrauen zu kommen und aus der Angst. Und jetzt habe ich gestern Abend angefangen, einen Telegram-Kanal zu eröffnen, um Menschen zusammenzubringen. Ich habe mir gedacht, hey, so viele Menschen jetzt, die mich auch persönlich auch kennenlernen möchten. Und über YouTube, über die Kommentare, das ist nicht so direkt. Und Telegram eignet sich so gut dafür, ja, eine Verbindung mit, wie eine Gemeinschaft zu haben mit Menschen. Nicht nur ich alleine, sondern die Menschen auch untereinander. Und das ist jetzt meine Berufung. Und ja, wie ich das jetzt erzählt habe, ich habe mir halt überlegt, okay, was habe ich zum Beispiel für Soft Skills, kann man sagen. Soft Skills sind so Sachen, die man halt im Job sich durch die Erfahrung anlernt.
wie Kommunikation oder Kontaktfreudigkeit, sowas. Ne? Hard Skills sind Sachen, die man halt aus Büchern lernt, technische Dinge oder so, bestimmte Kenntnisse. Und aber die Soft Skills, überleg mal, was du für Soft Skills hast, ähm, oder welche du für deinen Job gebraucht hast. Und ja, wo deine Stärken liegen, deine Talente, deine Gaben, die du vom Universum erhalten hast, hier auf dieser Erde als Mensch. Und ja, was ist dein Herzenswunsch? Was sind deine Träume? Was kannst du gut? Was macht dir Spaß? Da könnte ich immer weitermachen. An sich ist es eigentlich einfach. Man darf jetzt nicht überlegen, okay, ich muss damit Geld verdienen. Darum geht es nämlich nicht. Die Berufung ist ein Service, ein Dienst, sage ich mal, an den Menschen oder an die Umwelt, an die Natur, zum Wohle des Ganzen. Oder was auch immer. Und selbst, man darf sich da keinen großen Druck machen. Es kommt irgendwann von allein, diese Erkenntnis, zumindest bei mir. Obwohl ich habe schon mir Gedanken gemacht. Es gibt Menschen, die sind sehr naturverbunden oder lieben Tiere, mit Tieren was zu machen. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten, was zu machen. Das Problem ist jetzt, und da komme ich immer wieder auf das Thema, in der konventionellen Welt, also in diesem System, das wir haben, müssen wir halt arbeiten und Geld verdienen, damit wir unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Ja, 8 Stunden pro Tag Minimum und dann halt 5 Tage die Woche. Und dann hast du gar keine Zeit, dir Gedanken zu machen, was deine Berufung ist. Du musst ja irgendwie über die Runden kommen. Und ja, du bist total abgelenkt. Und das ist das Hauptproblem eigentlich, warum viele gar nicht ihrer Berufung nachgehen können. Erstens, sie nicht finden. Zweitens, sie nicht erkennen. Also bei mir ist es ja so gekommen, dadurch, dass ich ja jetzt einen Abstand habe von dieser Systemmatrix, habe ich viel mehr Zeit, jetzt zu mir zu kommen und mich mit mir selber zu beschäftigen, mir nur noch Gutes tun, nur noch das machen, was mir Spaß macht. Das nennt man halt Selbstliebe. Mir selbst treu sein. Und ja, die Selbstliebe spielte auf jeden Fall eine ganz große Rolle bei mir, dass ich zu meiner Berufung gefunden habe. Ja, also das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Ja, was sonst? Also ich wollte mal hier die Aussicht zeigen. Ihr habt da wahrscheinlich schon gesehen. Kleine Kirche. Und ich bin jetzt hier oben auf dem Hügel, einer Landzunge. Ja, heute hatten wir etwas Sonnenschein, das war richtig schön. Aber 10 Grad und leichter Wind oder mittelmäßiger Wind. Deshalb habe ich jetzt erst heute Abend angefangen, das Video zu drehen, weil der Wind jetzt weg ist oder fast weg. Und die nächsten Tage wird es wieder etwas wärmer, 13 Grad, langsam Sonnenschein. Morgen wird es gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich 13 Grad schon gut finde. Ja, wie gesagt, dadurch, dass wir halt Geld verdienen müssen, haben wir eine große Hürde, in unsere Berufung zu kommen oder zu finden. Da
knüpfe ich jetzt auf mein letztes Video an, wo ich über Simplify Your Life gesprochen habe. Also vereinfache dein Leben, damit du Kosten minimierst und mehr Zeit hast, wenn du dein Leben vereinfachst. Das heißt, weniger ist mehr. Weniger Arbeit, weniger Kosten, mehr Zeit. Und das ist der erste Schritt auch, denke ich, oder in den Weg zu finden. Ja, dadurch, dass ich das jetzt mache, mein Leben so vereinfacht habe, mir die Zeit für mich jetzt nehme, bin ich geführt worden. Das ist es ja. Lass dich führen. Bete, wenn du an Gott glaubst. Also es ist schon wichtig, dran zu glauben, sonst findest du ja eh keine Berufung. Und dann hast du auch gar keinen. Also klar, wenn du keinen Glauben hast, nicht an Gott glaubst, dann machst du dir auch keine Gedanken über deine Berufung, das ist klar. Also, dann glaubst du ja schon mal, das ist der erste Schritt. Und, und dann gilt es einfach, einen Schritt aus der Sicherheit rauszugehen. Ja? Wir sind so sehr mit dem Sicherheitsdenken indoktriniert, kann man sagen, dass wir da festhängen in diesem goldenen Käfig oder in dem Hamsterrad. Und wir haben uns so abhängig gemacht von dem System, dass wir da nicht mehr rauskommen. Und da gilt es als erstes, schrittchenweise dein Leben etwas zu entkomplizieren und einfacher zu gestalten, weniger Materielles zu haben und sich von vielen Dingen zu lösen einfach. Und dann hast du es einfacher, bist flexibler, hast mehr Ordnung, mehr Klarheit. So, und dann lässt sich führen. Und du kannst halt nur geführt werden oder besser geführt werden, wenn du einen Schritt rausgehst aus der Sicherheit, aus dem starren System. Ansonsten kannst du nicht geführt werden. Dann machst du ja jeden Tag immer das Gleiche in dem Hamsterrad. Ja? Täglich grüßt das Murmeltier. Und was kann man noch sagen? Ich bin immer abgelenkt von meinen Hunden. Täglich grüßt das Murmeltier. Wenn du das erkannt hast, dass dich das alles ausbremst und dein Leben vereinfachst, raus aus der Sicherheit gehst, einen Schritt zurück, sage ich mal, damit du 2 Schritte vorgehen kannst. Einen Schritt zurück, um Anlauf zu holen, so kannst du dir das vorstellen. Und dann gehst du 2 Schritte vor in die richtige Richtung. Einen Schritt zurück aus der Sackgasse. Sei wie ein Fluss. Der Fluss bahnt sich ja auch den Weg ins Tal und sucht sich den einfachsten Weg mit den wenigsten Hindernissen. Genau wie der Wind. Go with the flow. Es gibt sogar ein spanisches Lied. Vuela con el viento. Bedeutet, fliege mit dem Wind. Das heißt nichts anderes, lass dich leiten. Go with the flow. Mach nichts mit Druck. Es kommt alles zu seiner Zeit, wenn es so sein soll. Und wichtig ist, dass du die Augen offen hältst, beziehungsweise dein Bewusstsein, deine Achtsamkeit und dann auf die kleinen Zeichen achtest. Und genieße das Leben. So wie ich. Und nur dadurch bin ich zu dieser Erkenntnis gekommen, was ich jetzt machen möchte. Also wenn du nicht weißt, was du willst, viele wissen gar nicht, was sie wollen. Ne? Ich auch nicht. Zumindest wusste ich das teilweise auch nicht.
Manchmal habe ich gedacht, ja, ich will das. Und dann habe ich festgestellt, nee, ich will das gar nicht. Man muss einfach ausprobieren. Man muss einfach einen Schritt dahin machen und sich ausprobieren einfach. Du weißt nicht, wie der Weg wirklich ist. Einfach mal ein paar Sachen ausprobieren und reinfühlen. Ich habe dann festgestellt, oh okay, nee, ich wollte in eine Community ziehen. Und dann haben wir uns da schon, sage ich mal, bevor wir eine Immobilie hatten, wo wir zusammen wohnen wollten, schon uns über die Hunde gestritten. Beziehungsweise da wusste ich schon, okay, das will ich nicht. Und dann habe ich erkannt, okay, ich mache da nicht mehr mit. Ich habe doch diesen Camper. Ich bin ein Reisender. Ich bin noch nicht so weit für eine Gemeinschaft. Oder ich bin nicht bereit, fest irgendwo zu leben. Ich will reisen. Ich habe diesen Camper und ich möchte die Welt bereisen oder Europa jetzt mit dem Camper und verschiedene Menschen kennenlernen. Und so kann sich auch eine Gemeinschaft bilden. Und irgendwann werde ich vielleicht meinen Platz haben, wo ich bleibe. Ich weiß nur noch nicht wo. Aber ich lasse mir damit Zeit. Ich hatte vor, noch in die Türkei zu fahren. Jetzt, wo da dieser Chaos herrscht, werde ich das wahrscheinlich nicht machen. Als nächstes geht es nach Kreta. Wahrscheinlich. Vielleicht noch eine Insel dazwischen. Ich hatte erst nicht vor, dahin zu fahren mit der Fähre, weil die Hunde dann eventuell in den Frachtraum mussten, wurde mir so gesagt, und einen Maulkorb brauchten. Aber ich werde es so ohne machen. Ausprobieren. Just do it. Risiko eingehen. Man muss einfach Sachen ausprobieren und dann wird man geleitet. Ich habe auch erkannt, damals hatte ich bei dem vorletzten Job, gab es halt die Krise in der Automobilbranche und mir wurde eine Abfindung angeboten. Und irgendwo anders, in München, hatte ich dann einen anderen Job von einem Kumpel, der da gearbeitet hat, vorgeschlagen bekommen. Und die haben Leute gesucht. Das heißt, ich habe dann gesehen, okay, hier ist die Krise, da ist die Möglichkeit. Also habe ich mir gedacht, okay, nimm das Geld, kündige und also bewirb dich erstmal. Ich habe den Job direkt gekriegt und dann habe ich gekündigt. Und so habe ich mich leiten lassen. Ich analysiere immer, wo ist die Krise und wo ist eine Möglichkeit. Erst musst du eine Tür zumachen, damit eine andere Tür aufgeht. Oder du siehst schon die offene Tür, so wie bei mir. Manchmal muss man auch einen Schritt ins Ungewisse gehen. Das ist einfach so. Das Ungewisse ist gar nicht so schlimm, weil es ist spannend. Das ist so das Leben, was das Leben ausmacht. Ein bisschen Spannung, Spiel, Spaß und Spannung. Oder wie heißt das bei den Überraschungseiern? Das ist das, was ja die Kinder wollen. Sei wie ein Kind, mach dir keine großen Sorgen um die Zukunft. Das ist alles Kopfkino, was Zukunft ist. Weißt doch nicht, was in einem Monat ist. Und für die Rente brauchst du auch nicht zu sorgen. Für uns wird immer gesorgt sein. Also ich bin mir das für mich zumindest sicher, dass für mich immer gesorgt sein wird. Ich hatte nie Probleme, irgendwie Geld zu verdienen. Okay, ich muss sagen, da habe ich dann auch Glück gehabt durch meine Ausbildung und das Ganze. Aber ich habe auch nicht mehr vor,
in diesem Bereich dann zu arbeiten. Ja, ich mache ja jetzt was ganz anderes. Etwas, was ich nicht gelernt habe in der Schule oder im Studium. Und keine Ahnung, wo sich das noch hin entwickelt. Vielleicht kann ich sogar damit mal etwas verdienen. Und ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel, aber ich sage auch nicht nein, ne, wenn es kommt. Das Universum wird mir das schon bringen, was ich kriegen soll. Und deshalb bin ich im Vertrauen. Gut, ich glaube, ich habe jetzt genug geredet über das Thema. Ich zeige euch nochmal den schönen Sonnenuntergang, ohne meinen Kopf dazwischen. Naja, so schön ist er nicht mehr. Also, wie immer, ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, und bisher hierhin geschaut habt, mir ein Like zu geben und einen Kommentar gerne, wie es euch gefallen hat. Vielleicht habt ihr noch Anregungen, auch für die anderen Leute, die zuschauen oder mitlesen. Oder Fragen oder was auch immer. Einfach netten Kommentar hinterlassen und ich freue mich. Ich freue mich so sehr, wie so ein kleiner, ja, wie sagt man, Honigkuchenpferd oder was? Ja, auf jeden Fall danke und bis zum nächsten Video. Euer Adel, der Reisende.